Okay, also, Sie haben hier wieder mal das Motorrad bewegt. Trottel. Und Sie haben hier das rausgerissen. Hier rausgerissen. Ja. Und, ja. Es ist eine... Ich bin auf 180. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen abgeregt. Ja, es ist eigentlich nichts passiert. Klar, diese zwei Plastikdinger sind abgebrochen. Eigentlich will ich jetzt, dass der den Manager gerufen. Ich will jetzt eigentlich, dass sie das Video angucken, dass er das Ding bewegt, obwohl das Ding abgeschlossen ist. Aber ob ich jetzt so lange warten will, nur um dieses Exempel zu statuieren, passiert jetzt eh nichts. Also, ich habe zu ihr gesagt, die sollen sich das angucken, damit er sieht, dass sie halt das abgeschlossene Bike, dass er das umdreht, obwohl halt das Lenkradschloss drin ist und die Kette unten drum. Ja, also dieses, wie sagt man? Dieses Schloss hier. So ein Seilschloss, keine Ahnung. Ich habe gesagt, wenn er die Bremse kaputt macht, dann wird es teuer. Und ich weiß halt, in Argentinien damals waren halt die Speichen so eingedrückt. Wenn er die Speichen kaputt macht, wird es auch teuer. Und wenn ich irgendein Teil brauche, was für die Tenere speziell ist, dann muss es in den USA bestellt werden. Und dann wird es richtig teuer. Und wer bezahlt es dann? Ja, und ich habe halt gesagt, so, ja, ihr wolltet meine Telefonnummer für WhatsApp haben. Die hattet ihr, ich war die ganze Zeit auf dem Zimmer. Ihr hättet mich einfach anrufen können, dann hätte ich es aufgemacht, hätten wir es umdrehen können. Aber jetzt macht ihr so einen Scheiß. Deswegen, ja. Ich bin immer noch sauer, aber da passiert jetzt halt nichts. Und ich habe sie nur abgeschlossen, weil die ganze Zeit war hier kein Mensch, als ich hier war. Das war jetzt das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass hier überall einer ist. Ich hätte halt gern gesehen auf der Kamera, wie er das Ding umgedreht hat, obwohl er das Vorderrad also nicht bewegen konnte. Also, und es war noch so schräg eingelenkt und er hat es bestimmt 2 Meter zur Seite und einmal um 180 Grad gedreht. Also, und über meinen Ständer, der sowieso schon kaputt ist. Und die Frau, die war echt, also ich habe ja auch mal im Hotel gearbeitet. Ich weiß, wie ätzend Gäste sein können. Und jetzt war ich so ein ätzender Gast. Und die hat das wirklich professionell, ganz professionell mit mir gemacht, ist immer freundlich geblieben, das muss man sagen. Aber der Parkwächter, der war halt ein Parkwächter. Mit dem habe ich mich richtig an face to face. So ist es. Also ja, normalerweise schließe ich die Sachen nicht ab, aber eben weil das ist mein erster Aufenthalt in Brasilien. Und Brasilien immer, das ist ja dann so, oh, ist ja so gefährlich hier und man muss da alles aufpassen. Und ich meine, die hat gesagt, du kannst nachts nicht zum Zentrum laufen, ist zu gefährlich. Und das sind irgendwie 10 Minuten. Ja, wenn es dann da offen steht, dann habe ich es halt mal abgeschlossen. Ich meine, ja, das ist ja auch mein gutes Recht, mein Bike abzuschließen, oder nicht? Sonst habe ich ja schon gelernt, also auf dem Schiff habe ich kein Lenkradschloss und so reingemacht, weil ich weiß ja, dass sie es rumtragen. Aber wenn es dann geklaut wird, dann heißt es ja, du hast es ja nicht abgeschlossen, ne? Ist ja deine Schuld. Wie man es dreht oder wendet, ist immer falsch. So. Jetzt fahre ich mal zum Motorradhändler und frag mal wegen der Kette nach, ob ich eine neue Kette bekomme. Ja. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, habe ich mich jetzt aufgeregt. Hier sieht es nach Moto aus, das ist es. Ich fahre da mal auf den Bürgersteig. Okay. Oh, hier ist eine kleine Tenere. 250er, die fahren sie viel, auch in Brasilien, in Argentinien viel. Oi. Não fala português. Você vem da onde? De Cláudio. Ah? Boa Vista? Boa Vista. Ah, não, de Peru. Ah, tu tá vindo pelo Peru, tá vindo de Porto Velho então? Com lancha. Necessito uma cadena.
Agora vamos ter que arrumar uma pessoa que tira a dúvida, é você que entra aqui. Ja. Also, Kette haben wir. Brandy kostet nur 60 Euro. Aber ich habe dann gefragt, gibt es nicht DED oder Regina? Und es gibt DED, kostet 100 Euro. Das ist das billigste, was es war. Es gab noch einen anderen, der kostet 120. Aber er ist natürlich deutlich günstiger als in Lima. Und ich nehme die. Die Ritzel bleiben drauf. Er ist genau wie ich der Meinung, die Ritzel sind gut. Und das wird gewechselt und er ist ein super netter Typ. Ich habe dann gesagt, so, ey, ich bräuchte vielleicht 100 Milliliter Kulant oder 50 Milliliter Kulant. Also ja, schenke ich dir. Macht er dann morgen rein. Dann der Ständer, weil es ist jetzt ja so, habe ich ja schon gesagt, der ist so ausgeschlagen, dass die immer weiter rüber lehnt. Das ist durch das ganze Gewicht. Ich benutze ja den Ständer schon kaum noch. Sondern versuche sie immer auf den Hauptständer zu stellen. Deswegen auch so, ich würde es nicht empfehlen, auf Reisen oft, bleibt jetzt genau hier stehen, aufzusteigen mit dem Seitenständer. Also ja, nach 70.000 Kilometern ist der ausgeschlagen, wenn man immer das Gewicht drauf hat wie ich. Ja. Und er hat gesagt so, ja, man kann, er guckt mal, morgen dann 2 Unterlegscheiben drunter und dann rein, dann kann man es wieder ein bisschen gerade machen. Weil so, der wird halt dann irgendwann abknicken. Also ist meine Meinung. Und ja, hier ist auch wieder alles ein bisschen schwerer zu bekommen. Manche Sachen werden hier halt irgendwie zusammengebaut im Amazonas, hat der Claudio mir erzählt. Von Autoteilen und so, aber es ist hier wieder alles, weil alles ist ja so abgelegen hier im Amazonas. Man bekommt das bestimmt besser in anderen brasilianischen Großstädten, also richtig im Land, wo es normal mit Straßen verbunden ist. Aber auf die Kette kann ich jetzt nicht mehr warten, also will ich nicht mehr warten, sagen wir es mal so. Er hat dann gesagt so, ja, er macht hier noch so, guckt noch mal, ob alles okay ist und so, das gibt's alles for free. Das kann ja nicht schaden, ich habe jetzt die ganze Zeit selber immer gewartet. Es ist nicht schlecht, wenn ab und zu mal jemand anders drauf guckt, der auch. Jeder hat ja auch ein anderes Auge, worauf er Wert legt und so. Und er ist halt ein Profi und ich eben nicht. Und ja. So, genug gelabert. Jetzt fahre ich in meine neue Unterkunft. So wie ich das gesehen habe, hat es einen Pool. Und da werde ich dann erstmal reinspringen. 20 Minuten bis dahin. Ich habe auch einen Hunger, ich habe noch nichts gegessen heute. Also, was habe ich gegessen? Ja, dieses Eis. Diese Läden gibt es hier überall, Açaí. Das ist wie so eine Art Blaubeere. Und ich weiß, in Bolivien gab es das immer als Saft. Hier ist es aber irgendwie so ein Gelee-Eisartiges Zeug mit so ein bisschen wie Frozen Joghurt Zeug. Ich probiere das jetzt mal. Kalt, ne? Mhm. Ja. Ist so eine Art Frozen Joghurt. Blaubeere. Und diese Beere gibt es, glaube ich, nur in Dschungelgegenden. Ich habe es immer nur in Dschungelgegenden gesehen. Und hier hat man nochmal die Oper und man sieht eben, dass sie diese krasse Kuppel hat mit der brasilianischen Flagge gebrannte, wie sagt man? Ziegel. Das heißt anders Schellen? Ich weiß nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ich bin jetzt wieder hier im Laden. Jetzt wird die Kette gewechselt. Und es gab jetzt doch keine DED-Kette, sondern KMC. Ist wohl nicht ganz so gut, aber er sagt, die ist auch sehr gut. So, nach Stunden ist die Kette drauf, weil wir hatten erst nur 118 Glieder und ich brauche normalerweise 122. War natürlich zu kurz. Dann haben wir eine andere Kette geholt, das hat schon 1,5 Stunden gedauert. 120 Glieder. War immer noch zu kurz. Mussten 2 Glieder einsetzen und das haben wir jetzt gemacht. Das war halt super schwer, das dann da rein zu kloppen. Hier sieht man's. Ja, besser geht's halt nicht. Die andere hatten wir halt zersägt. Und jetzt haben wir hier das Problem, dass der ausgeschlagen ist. Jetzt haben wir den aufgemacht und gucken mal, was da los ist, weil die steht dann immer noch so schräg. Ist super diffizil, ja. Und ich habe ja ein bisschen wenig
Kühlmittel. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Kühlmittel rein. Jetzt sieht man es sogar hier. Perfekto. Ja, mit dem Licht dahinter, das ist natürlich ein Trick. Den habe ich noch nicht. Ich habe das Ding immer abgemacht sonst. Aber mit der Lampe dahinter hätte ich mal auch drauf kommen können. Das hier ist auch super schwer aufzumachen, aber er hat es jetzt, glaube ich. Ja. Genau, kann man noch nicht. Das Problem ist nämlich, dass der Hauptständer genau davor ist, dass man die Schraube nicht rausmachen kann. Man muss quasi erst den Hauptständer abmachen. Was natürlich idiotisch ist. Der Hauptständer ist ja dafür da, um daran arbeiten zu können. Und diese Schraube von dem, kann man das sehen? Von dem Seitenständer kann man halt nicht abmachen. Und es ist wahrscheinlich dieses hintere Teil, was ausgewaschen ist. Müssen wir halt mal gucken. Also, wir mussten jetzt hier die Schraube vom Hauptständer abmachen. Also erstmal das Motorrad natürlich hier aufbocken. Dann auch die Schraube vom Hauptständer abmachen. Dann die Schraube raus und da ist noch eine zweite Schraube und das sind so fette Schrauben. An die kommt man natürlich auch super schwer dran. Eigentlich wäre es besser, wenn man auch noch die Bashblade abmacht, aber wir haben uns da durchgewurstelt. Und dann hier, da hängt jetzt halt der Schmodder von 70.000 Kilometern drin. Das haben wir jetzt ein bisschen sauber gemacht und gefettet. Und das andere Teil, der macht es gerade sauber. Und jetzt machen wir einen Washer da rein und versuchen, dass es dann eben was ausgeschlagen ist, ein bisschen weniger ist. Ob das hier schon reicht, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ist okay? Ah, ja. Ich glaube, dass es hier ausgeschlagen ist. So einen kleinen Metallring eingelegt. Also es sind jetzt 2 Stunden Arbeit und viel hat es nicht gebracht, aber ein bisschen was vielleicht. Es hat auf jeden Fall wieder mehr Spannung, so irgendwie. Es war gut, es mal alles sauber zu machen. Aber es lohnt, also 2 Stunden Arbeit, um da irgendwie, ja, es hat halt immer noch brutal schwierig. Weil man kann auch wirklich nicht sehen, was da ausgeschlagen ist, aber ja gut. Es ist, wie es ist. So, noch ein Tipp auch von Werner Willimann, diese Feder. Es gibt Leute, die verlieren und dann klappt der Ständer nicht mehr ein. Deswegen ist es gut, wenn man die Feder nochmal mit so einem hier Kabelbinder sichert. Und die sind wirklich super nett, da haben wir jetzt noch 10 Kabelbinder geschenkt. Und hier, das Ding war ja ausgerissen, das hat er mir jetzt auch wieder festgemacht. Ja, super cool, super nett. So, ich bin zurück im Zimmer. Ja, ich dachte 1 Stunde oder so. Jetzt war ich über 5 Stunden da. Naja, neue Kette ist drauf. Und dem Ständer, ja, so ein bisschen geflickt. Ja, ich hatte nochmal alles ein bisschen geölt, also gesprayt, weil eben ja, die ist ja nicht mehr angesprungen im ersten Gang und dann hat er mir, ich wusste nicht, wo dieser Schalter ist, bei der Kupplung und die ist halt direkt im Griff, da ist der Schalter und das habe ich jetzt mit so einem Ölspray und jetzt springt sie natürlich wieder top an. Ich wollte eigentlich heute in die Oper da gehen, ins Theater, mit einer, die ich hier kennengelernt habe. Das habe ich jetzt leider nicht geschafft, weil das alles so lange gedauert hat. Sehr schade. Und ich hätte jetzt noch eine Nacht verlängert hier, aber es ist voll. Und ich habe jetzt keine Lust, alle 2 Tage umzuziehen. Das heißt, morgen verlasse ich Manaus. Ich wollte auch eigentlich mit Claudio und Theo, seinem Neffen von Pegaso Reise, zusammenfahren. Aber die kommen erst übermorgen zurück aus dem Dschungel. Ja, ich fahre jetzt morgen mal 2 Stunden in die Natur. Und dann habe ich vor, wenn es da schön ist, dort zu bleiben. Vielleicht 1 Woche oder so, um mich mal ein bisschen auszuruhen. Ja, ich bin hier, höre jeden Tag Halligalli. Deswegen, das war's von dem Video. Ein paar Sachen wieder gefixt, neue Kette endlich drauf.
125 Euro habe ich insgesamt bezahlt, war 5 Stunden da und die Kette hat alleine über 100, also 106 oder so gekostet. Und die Verlängerung, die hätte dann nochmal 10 Euro mehr gekostet, aber er hat gesagt, ja, das nimmt auf seine Kappe, sein Fehler. Und so, also war wirklich super, super nett. Und ja, ich war auch die ganze Zeit dabei, konnte dazu gucken und mitmachen und das mag ich am liebsten, weil ich kann es nicht, mag das nicht, wenn man das abgibt und man weiß nicht, was die da tun am Moped. Und ja, aber die haben wirklich echt professionell gut gearbeitet. Ansonsten war es das von diesem Video. Ja, zum Theater. Ich war jetzt nicht drin, habe mir keine Show angeguckt. Es ist halt so, was man noch sagen kann, das ist hier halt das Prunkstück von Manaus. Das einzige spektakuläre Gebäude und das ist halt nur aus den feinsten Materialien gebaut, weil es war auch eben wie Iquitos damals eine superreiche Stadt, als der Kautschukboom hier war und die haben fast alle Materialien aus Europa hierher gekarrt, um dieses Ding zu bauen. Nur irgendwie das Holz ist aus dem Regenwald. Ja, das war's. Also, ich bedanke mich bei Gregor und Oliver für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es geht Richtung Norden, Dschungel, Regenwald, kann ich versprechen. Wasserfälle vielleicht. Wir werden sehen. Und oben geht es dann auch an die Grenzen von Venezuela und Guyana. Das ist so, was ich anteasern kann. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.